Hallo meine Lieben, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Heute möchte ich mit zwei Farben ein kleines Acrylbild malen und sprühe mir ein Aquarellpapier mit Wasser ein. Das dient dazu, dass es feucht ist und auf feuchtem Untergrund lässt sich die Farbe besser verteilen. Das Weiß habe ich mit einem kleinen bisschen, das Gelb habe ich mit einem kleinen bisschen Weiß angemischt und nehme mir jetzt beide Farben, Blau und Gelb, nebeneinander auf meine Metallspachtel. Das geht ganz leicht und einfach. Das können auch Anfänger ausprobieren. Mit dem Pinsel könnt ihr das nochmal gezielt auftragen. Und anschließend geht es mit der Spachtelei los. Schaut mir einfach dabei zu. Da es eine kleine abstrakte Landschaft werden wird, habe ich mir die Spachtel so ausgerichtet, dass ich längs des Blattes ziehe, also entlang der längsten Seite dieses Papiers. Wie ihr sehen könnt, das Wasser tut sein Übriges, das verteilt dann schon mal die Farbe, fast ein bisschen wie bei einem Aquarell. Das muss ich natürlich jetzt weiter fortfahren, bis dann das ganze Blatt bedeckt ist. Ich spiele auch damit, dass ein bisschen weißes Papier stehen bleibt. Das muss nicht alles mit der Farbe vollgefüllt werden, sondern es geht ja darum, verschiedene Ebenen anzusetzen, die dann im Endeffekt diese kleine Landschaft ergeben. Übrigens wollte ich euch nochmal ganz lieben Dank sagen für eure Unterstützung, für eure Likes und für eure Abonnements, die ihr mir zukommen lasst, die ihr bei mir nehmt. Das finde ich immer ganz toll, ganz wunderbar, denn nur so ist es auch gewährleistet, dass ich weiterhin für euch da sein kann, euch entsprechend jede Woche ein neues Video präsentieren kann und genau euch Zuschauer braucht man hier bei YouTube, damit man hier auch weiter produzieren kann. Das tue ich natürlich sehr gerne für euch. Und wie ihr seht, ich habe das ganze Blatt jetzt bearbeitet mit den Kanten und auch mit der Metallspitze der Spachtel kann ich genau arbeiten und alles ausrichten, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann jetzt die Landschaft schon gut erkennen und werde sie noch weiter vervollständigen. Ich habe das Blatt herumgedreht, denn das Blau möchte ich oben haben, das soll ja den
Himmel präsentieren. Unten kann ich dann nochmal Farbe auflegen und ich kann hier mit der Metallspachtel noch arbeiten, indem ich in die frische Farbe dann Strukturen hineinbringen werde, die in der Landschaft vorkommen, wie Sträucher, Gräser, Steine. Man kann die Farbe wieder etwas heller abkratzen. Hier habe ich so eine kleine Plastikkarte, das heißt einen Streifen davon. Das benutze ich auch sehr gerne als Werkzeug. Das kann man bei der Aquarellmalerei genauso benutzen wie hier bei der Acrylmalerei. Damit kann ich hineinkratzen, zum Beispiel, was ich jetzt mache, das ergibt ein kleines Bäumchen oder einen Strauch. Da kann ich die Äste damit kratzen. Oder so einzelne Gräser da hervorstechen lassen. Das war auch der Grund, warum ich das Papier anfangs angefeuchtet habe, denn nur so wird die Acrylfarbe dann so lange frisch gehalten, dass ich dann auch bis zum Schluss hier Sachen einritzen und gestalten kann, wie ich das möchte. Hätte ich das nämlich nicht getan, wäre die Acrylfarbe auf dem reinen Papier ohne Wasserbeigabe ja schon längst trocken und ich könnte da gar nichts mehr machen. Also bitte darauf achten, falls ihr so eine Arbeit vorhabt, dann bitte vorher mit Wasser einsprühen das Blatt. Ich lade euch auch gerne ein, mal bei meinen Verkaufskanälen vorbeizuschauen. Einfach auf den Text unterhalb meines Videos klicken. Dort findet ihr alle Informationen in Form von Links, auf die ihr klicken könnt. Schaut euch alles unverbindlich an.
Das freut mich sehr, und falls ihr den Kontakt zu mir sucht, das könnt ihr gerne hier über YouTube machen oder auch über meine entsprechenden Websites. Das ist sehr, sehr schön. Ich nehme mir die Spritzflasche noch einmal zur Hand und besprühe die Farbe, damit sie ein bisschen verlaufen kann, um da noch etwas Struktur in diese Landschaft hineinzubringen. Auf diese Art und Weise kann man noch Helligkeiten setzen, zum Beispiel oben im Himmel. Wenn es etwas angefeuchtet ist, kann man dann die Farbe ein bisschen abwischen und aufhellen. Sieht ja schon ganz gut aus. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, ein Like und ein Abonnement. Das wäre wunderschön und ganz liebreizend von euch. Ciao!